Hallmark wirbelt den Langnoppensektor erneut durcheinander. Was den Klatter LP auszeichnet, seht ihr in diesem Video. Klatter, das heißt in etwa Unordnung oder Durcheinander. Hallmarks Langnoppenbelag kommt mit mittelharten, dünnen Noppen daher. Die Noppenköpfe sind ungeriffelt, dafür aber leicht klebrig. Regulär liegt der Verkaufspreis bei knapp 40 €. Im Dodds-Test erweist sich der Belag als durchaus flott. Die Schnittempfindlichkeit ist trotz der klebrigen Oberfläche nicht allzu hoch. Die ersten Schläge zeigen, dass das relativ hohe Tempo des Klatters erstmal gebändigt werden will. Dies lässt sich zunächst mit einem etwas lockeren Griff bewerkstelligen, wodurch ankommende Bälle stärker eingebremst werden. Generell braucht man also gar keine großen Schlagbewegungen nach vorne auszuführen. Es reicht eher ein fast pures, passives Hinhalten. Das tischnahe Kontern funktioniert mit dem Klatter relativ gut und es zeigen sich erste Anzeichen für weitere Offensivoptionen des Gummis. Im Hackblock benötigt der Klatter LP einen starken Handgelenkseinsatz. Nur dann lassen sich flache Bälle, die mit ordentlich Schnitt versetzt sind, hervorbringen. Wir würden sogar sagen, dass diese kurze ruckartige Hackbewegung eine aggressive Form verlangt, die wir selten so bei einer Langnoppe anwenden mussten. Dafür wird man allerdings auch mit einer heftigen Portion an Unterschnitt belohnt, mit der sich der Gegner rumärgern darf. Die ganz große Stärke dieser Langnoppe ist unserer Meinung nach ganz klar das tischnahe Blockspiel, vorausgesetzt man trifft im richtigen Winkel. Wenn man das schmale Trefferfenster mit leicht geschlossenem Schlägerblatt trifft, sind mit dem Belag erstaunlich flache und kurze sowie abtauchende Returns möglich. Diese Gratwanderung setzt allerdings ein entsprechendes spielerisches Niveau voraus, sodass wir den Klatter LP gewiss nicht als einsteigerfreundlich deklarieren würden. Auch aktivere Konter und gar Schüsse gelingen mit dem Teil mehr als effektiv und zählen sicherlich ebenfalls zu den herausragenden Eigenschaften. In der langen Abwehr ist der Klatter eher nicht zu Hause. Mit normalen Armbewegungen können zwar durchaus Bälle gebracht werden, die haben aber nur wenig Unterschnitt. Deutlich aufbessern lässt sich das Ganze, wenn man hier ebenfalls erneut mit starkem Handgelenkseinsatz agiert, wodurch das Unterschnittniveau deutlich angehoben wird. Dennoch fühlt man sich mit dem Belag im tischnahen Spiel merklich wohler. Ja, da müsste schon
Deutlich besser gelingen der Seitwischer und der Druckschupf. Hier wird erneut deutlich, dass der Klatter aktiv, ja sogar aggressiv gespielt werden kann und man so ein erstaunlich druckvolles Störspiel aufziehen kann, sodass man nicht darauf angewiesen ist, dass der Gegner die Initiative ergreift. Jedenfalls kann man dem Gegenüber unsaubere Ablagen mit dem Klatter ordentlich um die Ohren pfeffern. Kommen wir zum abschließenden Fazit. Der Klatter LP ist ein eher ungewöhnlicher Vertreter seiner Art, der mit sehr speziellen Spieleigenschaften daherkommt und nach einer anspruchsvollen Technik verlangt. Wenn ihr eine Langnoppe mit starken Blockeigenschaften und Offensivoptionen sucht und dabei überwiegend Tischner agiert, dann liegt ihr hier richtig.